Avevo tutto, una carriera di successo, però dopo mi sono resa conto che prima o poi nella vita arrivano questi periodi, non li puoi sfuggire. Sie war einst das Symbol zeitloser Schönheit, Liebe und Stimme, ein goldenes Gesicht der italienischen Musik und des italienischen Kinos. Romina Power eroberte Herzen auf der ganzen Welt, besonders in Kombination mit ihrer großen Liebe Albano. Aber jetzt, da sie sich ihren 80ern nähert, ist ihr Leben weit entfernt von den glamourösen Bühnen und leuchtenden Kameras. Tatsächlich, ihre Realität ist im Stillen herzzerreißend. Haben Sie jemals auf jemanden zurückgeschaut, den Sie in seiner Blütezeit bewundert haben und sich gefragt, was aus ihm geworden ist? Geben Sie 1 für Ja und 0 für Nein ein und sagen Sie uns, an wen Sie noch denken. Werfen wir einen sanften Blick auf das aktuelle Leben von Romina Power und warum sich ihre Geschichte mittlerweile eher wie ein bittersüßes Lied, denn wie eine Feier anfühlt. Eine Kindheit, die von ständigen Veränderungen geprägt war. Romina Power ist die Tochter des Hollywood-Frauenschwarms Tyrone Power und der strahlenden mexikanischen Schauspielerin Linda Christian. Doch das goldene Bild ihrer Kindheit zerbrach schon früh. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie gerade 5 Jahre alt war, und das Leben unter ihren Füßen begann sich zu verändern. Nach der Trennung zogen Romina und ihre jüngere Schwester Taryn nach Mexiko, um bei ihrer Großmutter zu leben. Es war der Beginn einer Kindheit, die von ständigem Reisen und Wandel geprägt war, von Mexiko bis Europa, von Filmsets bis zu Internaten in England, der Schweiz und Italien. Romina war immer in Bewegung, passte sich immer an, war immer auf der Suche. Aber inmitten der Instabilität hat sich etwas etabliert: Kreativität. An der Cobham Hall School in England entdeckte Romina während des Aufstiegs der Gegenkultur der 1960er Jahre Musik, nicht nur als Klang, sondern als Freiheit, als Wahrheit. Die Beatles, Bob Dylan und der Geist der Rebellion berührten sie tief. Sie begann, eigene Lieder zu schreiben, in denen sie in aller Stille ihre Erfahrungen, ihre Sehnsüchte und ihre Fragen über die Welt festhielt. Auf Rominas Weg ging es nie um Ruhm, auch wenn dieser sie verfolgte. Es ging um Ausdruck. Es geht darum, Frieden in der Melodie und Sinn in den Texten zu finden. Das Chaos ihres frühen Lebens hat sie nicht ertränkt. Es gab ihr etwas, worüber sie singen konnte. Während Romina sich der Vertiefung ihres Studiums und der Entdeckung ihrer musikalischen Fähigkeiten widmete, zog ihre Familie nach Italien, wo sie schließlich ihr solides Fundament legte. Aus diesem Grund begann ihre künstlerische Karriere einen großen Aufschwung, ein italienischer Ursprung oder Ursprünge. Als Romina gerade 14 Jahre alt war, zog sie nach Rom, Italien, und begann dort ihre Reise zu einer erfolgreichen Karriere außerhalb des Landes. Sie wurde in Italien gefunden und in die Welt der Schauspielerei eingeführt, wo sie auch mit der Branche in Berührung kam. Ende der 1960er Jahre gelang es Romina aufgrund ihrer außergewöhnlichen Schönheit, charmanten Persönlichkeit und unbestreitbaren Fähigkeiten, eine Position im italienischen Filmgeschäft zu ergattern. Bereits im Alter von 14 Jahren debütierte sie in der Filmbranche mit einer Rolle im italienischen Film Menage all'Italiana. Romina war eine der mehreren bekannten italienischen Schauspielerinnen, die in diesem Film mitwirkten, einer Komödie über Liebe und Beziehungen. Weitere bemerkenswerte italienische Künstler waren Ugo Tognazzi und Anna Moffo. Rominas Schauspielkarriere nahm recht schnell Fahrt auf, obwohl ihr frisches und junges Aussehen in ihren frühen Rollen im italienischen Kino häufig im Mittelpunkt stand. Sie wurde in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren zu einem bekannten Gesicht in italienischen Filmen und spielte in einer Reihe von Werken mit, die ihre Flexibilität als Schauspielerin unter Beweis stellten. Rominas Karriere in dem Film verlief nicht ohne Kontroversen, obwohl sie schon früh Erfolg hatte. Die Öffentlichkeit war empört über ihren Auftritt in dem 1966 erschienenen Film Wie ich Frauen lieben lernte,
Vor allem die katholische Kirche äußerte ihren Unmut über den Film, weil sie ihn für unmoralisch hielt. Nach einiger Zeit äußerte Romina selbst ihre Trauer über die Art von Jobs, zu denen ihre Mutter sie gezwungen hatte, was einen großen Einfluss auf ihre frühe Karriere hatte. Rominas Auftritt in dem Film Marquis de Sade, Justine, einem weiteren Film, in dem sie als umstritten geltende Charaktere spielte, war der Grund, warum der Film in Italien eingestellt wurde. Dieses Ereignis veranlasste Romina dazu, ihre Zukunft als Schauspielerin neu zu überdenken, zusätzlich zu dem zunehmenden Unbehagen, das sie über den Verlauf ihrer Karriere entwickelte. Dass sie häufig in Rollen gedrängt wurde, die nicht ihrem inneren Wesen entsprachen, gestand sie später. Die Entstehung eines Musikduos. Romina Powers' Leben nahm 1999 eine entscheidende Wendung, als sie Albano Carrisi am Set des italienischen Musicals Nel Sole traf. Diese Begegnung war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Andererseits war Albano zu dieser Zeit bereits eine bekannte Sängerin mit einem erfolgreichen Beruf, während Romina ihre Karriere als ambitionierte Schauspielerin gerade erst begann. Ihre erste gemeinsame Erfahrung bei dem Film war eine musikalische Darbietung, die sie zusammenführte und den Grundstein für eine tiefe Bindung legte, die weit über die Grenzen der Leinwand hinausgehen sollte. Bereits bei ihrer ersten Begegnung war die Chemie, die zwischen ihnen herrschte, sofort erkennbar und offensichtlich. Dies bereitete den Weg für eine Beziehung, die nicht nur das Potenzial hatte, die Welt der Musik zu dominieren, sondern auch eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung ihres Privatlebens in einer Weise zu spielen, die sie nie erwartet hatten. Nach der gemeinsamen Arbeit an Nel Sole entwickelten Romina und Albano schnell eine Bindung, die zur Bildung einer musikalischen Zusammenarbeit untereinander führte. Im Jahr 1970 veröffentlichten sie ihre Debütsingle Acqua di Mare, die ein Hit wurde und schließlich den renommierten Festival-Bar-Wettbewerb in Italien gewann. Neben der Stärkung ihrer beruflichen Bindung markierte dieser Erfolg auch den Beginn einer musikalischen Zusammenarbeit, die lange anhalten und sehr erfolgreich sein sollte. Es war unmöglich, die unbestreitbare Verbindung zu leugnen, die sie auf der Bühne teilten, und ihre Fähigkeit, mit dem Publikum in Kontakt zu treten, war beispiellos. Später konzentrierte sich Albano auf ihr Lied und erkannte, dass all ihre Gefühle auf der Bühne immer noch präsent waren. Ich singe, was ich lebe, denn wenn ich es nicht tue, kann sich das Publikum nicht mit der Musik identifizieren. 1970 schloss das Paar den Bund fürs Leben und markierte damit den Beginn einer persönlichen Verbindung, die sich aus ihrer Arbeitspartnerschaft entwickelt hatte. Im Jahr 1975 wurden sie offiziell als Albano und Romina Power anerkannt, als sich ihr persönliches und musikalisches Leben ohne Unterbrechungen entwickelte. Innerhalb kurzer Zeit erlangte das Paar Bekanntheit und dominierte die Musikszene in Italien und im Ausland. Die Harmonien, die sie sangen, waren bezaubernd und die Chemie, die zwischen ihnen herrschte, war in jeder Note, die sie sangen, spürbar. Sie veröffentlichten eine Reihe von Singles, die nicht nur in Italien zu hören waren, sondern auch in ganz Europa, Lateinamerika und sogar in der Sowjetunion auf der ganzen Welt. Lieder wie Felicità, Charazan und Chisara erlangten Berühmtheit als Hymnen der Liebe, Freiheit und Freude und gingen über die Herzen von Millionen Menschen hinaus. Romina und Albano waren im Laufe ihrer Karriere nicht nur ein bekanntes Musikerpaar, sondern sie wurden auch zu einer Familie, die sich im Laufe ihrer Karriere vergrößerte. Sie hatten 4 Kinder und jedes von ihnen trug auf seine ganz eigene Weise maßgeblich zu ihrem Leben bei. Ihre älteste Tochter Ilenia Maria Sole, ihr zweites Kind Yari Marco Carrisi und Christelle Chiara Carrisi, die durch ihren Auftritt in der italienischen Reality-TV-Show La Fattoria 2 berühmt wurde, sind alle Mitglieder der Carrisi-Familie. Nicht zuletzt erlangte auch ihre jüngste Tochter Romina Yolanda Carrisi Berühmtheit, insbesondere nachdem sie 2005 an der Seite ihres Vaters in der italienischen Reality-Show
Isola dei Famosi auftrat. Dies war der Moment, in dem sie berühmt wurde. 1988 nahmen sie mit dem Lied Ci sarà am Eurovision Song Contest teil und belegten am Ende den 7. Platz. In diesem Jahr erreichte ihre Karriere neue Höhen. Dieses Ereignis stellte einen bedeutenden Wendepunkt in ihrer Karriere dar, da es der Moment war, in dem ihre Musik auf globaler Ebene Beachtung fand. Ihre Position in der internationalen Musikindustrie wurde dadurch weiter gestärkt, dass sie im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhielten, darunter den Kawakami Award beim Yamaha Pop Festival im Jahr 1980. In Rumänien wurde ihr Lied Libertà nach dem Fall des kommunistischen Systems zur inoffiziellen Hymne der Freiheit, was ein Beweis für die Breitenwirkung ihrer Musik ist. Dies zeigt beispielhaft, welchen Einfluss ihre Musik hatte. Obwohl sowohl Romina als auch Albano in ihrem Berufsleben erfolgreich waren, waren die emotionalen Beziehungen zwischen ihnen alles andere als ideal. Für Romina war es besonders schwierig, mit den Anforderungen der Berühmtheit und dem damit verbundenen emotionalen Druck umzugehen. In der Vergangenheit hat sie gesagt, dass die Energie, die man von der Menge auf der Bühne bekommt, fantastisch ist. Dennoch ist es keine gute Idee, aus dem Koffer zu leben. Obwohl sie auf der Bühne blühte, war es für sie eine Herausforderung, mit der emotionalen Belastung umzugehen, die das Leben im Rampenlicht mit sich bringt. Das ständige Touren und der Leistungsdruck belasteten sie und es fiel ihr schwer, mit der emotionalen Belastung des Lebens im Rampenlicht klarzukommen. Trotz der Schwierigkeiten in ihrem Privatleben hatte sie weiterhin eine tiefe Verbindung zur Musik. Albano, der über ihre Zusammenarbeit nachdachte, erklärte, dass alle ihre Gefühle auf der Bühne immer noch da seien, dass die Chemie zwischen ihnen und Romina beim Produzieren von Musik wie Quecksilber sei und dass Magie seit dem ersten Tag gewirkt habe und weiterhin geschehe. Mit diesem Satz wurde der Widerspruch, der in ihrer Beziehung bestand, auf den Punkt gebracht. Obwohl die Gefühle weit unter der Oberfläche verborgen waren, waren sie dennoch bei jeder einzelnen Aufführung unbestreitbar. Auf der Bühne war ihre Chemie nicht unbedingt das Ergebnis romantischer Liebe, vielmehr war es manchmal eher eine Darstellung gegenseitigen Respekts und Verständnisses zwischen ihnen. Damit Romina während der Auftritte konzentriert bleiben konnte, musste sie ihre Gefühle häufig verbergen. Sie behauptete einmal, dass sie nicht singen könnte, wenn sie zulassen würde, dass ihre Gefühle auf der Bühne zur Schau gestellt würden. Die Produktion auch nur einer einzigen Note wäre für mich unmöglich. Durch diesen Kommentar wurde die Komplexität ihrer Beziehung ans Licht gebracht. Da ihre Verbindung tiefgreifend war, war es nicht immer einfach, sie zu durchqueren. Romina erinnerte sich oft daran, wie Albanos trockener Humor sie oft zum Lachen brachte, obwohl ihre Auftritte oft recht ernst waren. Ihre Momente auf der Bühne waren gelegentlich von fröhlichem Lachen geprägt, und Romina erinnerte sich oft daran, wie es zu solchen Momenten kam. Während einer Tanzaufführung flüsterte Albano Romina ins Ohr, dass seine Hose rutschte, was sie auf der Bühne zu hysterischem Kichern brachte. Dies ist ein Ereignis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Trotz dieser friedlichen Zeiten war die Last ihrer gemeinsamen Geschichte immer in ihrer Beziehung spürbar. Trotz aller Schwierigkeiten war es offensichtlich, dass ihr Privatleben eng mit ihrer Musik verbunden war und die emotionale Beziehung, die sie auf der Bühne hatten, unbestreitbar war. Im Laufe ihrer Ehe kam es jedoch immer wieder zu Rissen. Der ständige Stress, die emotionale Belastung durch Berühmtheiten und die Verantwortung ihres Privatlebens führten schließlich 1990 zu ihrer Trennung. Dies war der Auslöser für ihre Trennung. Ihre Ehe wurde irreparabel beschädigt, als ihre Tochter spurlos verschwand. Sowohl Romina Power als auch Albano Carisi standen im Jahr 1993 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und ihres Lebens. Ihre Karrieren blühten auf. Sie waren eines der bekanntesten Musikduos Italiens und ihre Namen waren während ihrer gesamten Karriere ebenso bedeutsam wie Liebe und Harmonie. Doch nur ein Jahr später wurde ihr Leben
von der Tragödie erschüttert, als ihre geliebte Tochter Ylenia Carisi spurlos verschwand. Was danach geschah, war nicht nur ein herzzerreißendes Rätsel, das ihre Familie für den Rest ihres Lebens untersuchen musste, sondern markierte auch den Anfang vom Ende ihrer Ehe. Ylenia Carisi war eine junge Frau mit ebenso rosigen Ambitionen wie der Zukunft, die vor ihr lag. Da sie die Tochter von Romina Power und dem bekannten italienischen Musiker Albano war, stand Ylenia die ganze Welt zur Verfügung. Sie war eine kluge und ehrgeizige junge Frau, die den Berufswunsch hatte, Schriftstellerin zu werden. Sie hatte ihr Literaturstudium in London mit Bestnoten abgeschlossen. Nach Abschluss ihrer akademischen Laufbahn begab sich Ylenia auf ein Abenteuer, um die Welt zu erkunden, wobei sie lediglich einen Rucksack und einen Notizblock mitbrachte. Ihr Ehrgeiz, Neues zu entdecken, sich neues Wissen anzueignen und neue Erfahrungen zu machen, war eine treibende Kraft in ihrem Leben. In ihren Urlaubsplänen hatte sie vor, Südamerika zu besuchen und in die atemberaubende Landschaft der Welt um sie herum einzutauchen. Andererseits ging die Welt, die sie gekannt hatte, Anfang 1995 zu Ende, gerade als sie sich auf die Reise vorbereitete. Als sie 23 Jahre alt war, verschwand Ylenia spurlos in der Stadt New Orleans, Louisiana. Die rätselhaften Umstände, die ihr Verschwinden begleiteten, sollten ihrer Familie noch viele Jahre lang Anlass zur Sorge geben. Die Wahl, die den Beginn von Ylenias Abwesenheit zu bedeuten schien, war wirklich ziemlich überraschend. Es war ihre Entscheidung, von New Orleans nach Mexiko zu reisen. Im Dezember 1993 stattete ihr Bruder Yari ihr einen Besuch in New Orleans ab. Und während dieser Zeit merkte er, dass sie ihre Reise in eigenem Namen antreten wollte. Andererseits wusste Yari nicht, dass Ylenia am Tag zuvor die Stadt verlassen hatte, ohne dass jemand etwas von ihrer Abreise wusste. Die zuvor so selbstbewusste junge Frau schien spurlos verschwunden zu sein. Und niemand wusste, wo sie sich befand. Ylenia war nirgendwo zu finden, obwohl ihre Familie und die Behörden schon seit geraumer Zeit nach ihr suchten. Es wurde berichtet, dass ein Zeuge behauptete, eine Frau gesehen zu haben, die Ylenias Beschreibung entsprach und in den Mississippi gesprungen sei. Diese Geschichte war besonders erschreckend, weil sie von einem Zeugen stammte, der behauptete, dieselbe Frau gesehen zu haben. Sie stieß einen Schrei aus. Der sagte, ich bin ein Teil des Wassers, und dann verschwand sie in der Tiefe. Es gab einen Suchversuch der Küstenwache, der jedoch erfolglos blieb. Auch wenn aus den Tagen Wochen und schließlich Monate wurden, hörte ihre Familie nie auf, nach Antworten zu suchen, auch wenn ihr Optimismus zu schwinden begann. Ylenias Eltern waren nicht in der Lage, die emotionale Belastung zu ertragen, die ihr Verschwinden für sie bedeutete. Für Romina Power, eine Mutter, die unerschütterlich an ihre Tochter glaubte, weigerte sie sich, die Nachricht vom Tod ihrer Tochter zur Kenntnis zu nehmen. Sie klammerte sich an die Vorstellung, dass Ylenia irgendwann in der Zukunft zurückkommen könnte, um auf die Situation ihrer Tochter aufmerksam zu machen, rief Romina öffentlich zur Information auf und nutzte ihren öffentlichen Status. Solange sie sich erinnern konnte, hörte sie nie auf zu glauben, dass Ylenia noch am Leben war und dass sie irgendwann nach Hause zurückkehren würde. Ihr früherer Ehemann, Albano Carisi, ging mit seinem eigenen Verlust auf eine Weise um, die sich von ihr unterschied. Nachdem einige Zeit vergangen war, war sich Albano immer sicherer, dass Ylenia gestorben war. Das Urteil, das Ylenia 2013 von einem italienischen Gericht für verstorben erklärt wurde, konnte Romina weder verstehen noch akzeptieren. Romina konnte diesen Schritt jedoch nicht bewältigen, obwohl Albano den starken Wunsch hatte, sich zu verabschieden und sein Leben weiterzuführen. Anschließend gab sie in einem Interview zu, dass sie mich vor einigen Jahren gefragt hatte, ob ich jemals wieder mit Albano auf der Bühne stehen würde. Sie sagte, dass sie mir diese Frage gestellt hätte. Meine Wut auf ihn war so groß, dass ich niemals Nein zu ihm gesagt hätte. Eine Scheidung, die wirklich schmerzhaft ist. Aufgrund des emotionalen Konflikts
der nach dem Verlust ihrer Tochter entstand, endete die Ehe von Romina und Albano schließlich. Sie waren viele Jahre lang eine musikalische und persönliche Kraft und konnten das Publikum mit ihrer makellosen Harmonie und emotionalen Verbindung fesseln. Andererseits hatte der traurige Tod von Ylenia sie auf eine Weise verändert, von der keiner von ihnen hätte ahnen können, dass sich etwas ändern würde. Eine Menge Traurigkeit, unterschiedliche Ansichten darüber, was mit ihrer Tochter passieren würde, und die große Belastung durch die öffentliche Kontrolle lasteten schwer auf ihrer Ehe, die in der Vergangenheit stabil gewesen war. Der Gedenkgottesdienst war herzzerreißend. Rominas Unfähigkeit, die Tatsache zu akzeptieren, dass Ylenia gestorben war, geriet in Konflikt mit Albanos Bereitschaft, die schreckliche Realität anzuerkennen, was zu anhaltenden Meinungsverschiedenheiten führte. Mit der Zeit nahm ihre emotionale Distanz zu, und obwohl sie als musikalisches Team weiterhin erfolgreich waren, verschlechterte sich ihre persönliche Beziehung. Nach über 30 Jahren Ehe ließen sich Romina und Albano 1999 schließlich scheiden, was das Ende einer Ära sowohl für ihre Familie als auch für ihre Musik bedeutete. Dieses Ereignis markierte für beide den Beginn eines neuen Lebens. Die letzten Schritte zur Scheidung wurden im Jahr 2012 unternommen. Ein neues Leben in den Vereinigten Staaten. Nach der Auflösung ihrer Ehe mit Albano begibt sich Romina Power auf ein neues Abenteuer, das sie schließlich aus dem Rampenlicht Italiens führt. Ein entscheidender Moment in ihrer Karriere war ihr Auftritt als Anwältin in der beliebten italienischen Fernsehsendung Ballando con le Stelle im Jahr 2005. Diese Rolle markierte den Beginn ihres Übergangs zu unabhängigeren Unternehmungen. Gleichzeitig begann Romina, ihre künstlerische Seite auf neue Weise zu zeigen, indem sie in den Jahren 2006 und 2007 Ausstellungen ihrer Gemälde organisierte, hauptsächlich in Mailand. Darüber hinaus begann sie als Regisseurin zu arbeiten und übernahm das Projekt ihres Films mit dem Titel Upaya. Im Jahr 2007 traf Romina eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern sollte. Sie beschloss, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren und ihr Zuhause in Sedona, Arizona, zu errichten. Dieser Umzug war teilweise auf ihren Wunsch zurückzuführen, der intensiven öffentlichen Kontrolle und dem Misstrauen in Italien zu entgehen. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Abwesenheit ihrer Tochter Ylenia ihr weiterhin Sorgen bereitet. In einem in Italien geführten Interview erklärte Romina, dass es ihr schwer fiel, für ihre ernsthafteren kreativen Ziele anerkannt zu werden und dass sie das Gefühl hatte, in die Rolle einer Figur im Kinderlied Il Ballo del Quaqua verbannt zu werden. Sie wollte nicht nur als Ehefrau eines bekannten Sängers oder als Berühmtheit aus ihrer Vergangenheit anerkannt werden, sondern es war auch offensichtlich, dass sie als Malerin und Schriftstellerin anerkannt werden wollte. Es war an einem Punkt angelangt, an dem die enorme Aufmerksamkeit, die die Medien ihrem Privatleben widmeten, insbesondere im Zusammenhang mit der Entführung ihrer Tochter, für sie zu groß war, um es zu ertragen. Laut ihrer Erklärung in einem Interview wollte ich nur Ruhe. Andererseits war Rominas Leben auch im folgenden Kapitel weiterhin von Schwierigkeiten geprägt. Bei der Schauspielerin Linda Christian, die ihre Mutter war, wurde im Jahr 2008 Darmkrebs diagnostiziert. Um sich um sie zu kümmern, zog Romina nach Palm Springs, wo sie bis zum Tag vor ihrem Tod am 22. Juli 2011 bei ihrer Mutter blieb. Aufgrund des persönlichen Verlusts und des psychischen Drucks, den sie zu dieser Zeit erlebte, wandte sich Romina nach innen und begann, gründlich über das Leben nachzudenken. Durch Meditation entdeckte sie, dass sie Frieden und Heilung finden könnte. Während eines Interviews sprach Romina darüber, wie Meditation den Verlauf ihres Lebens verändert hat. Achtsamkeitsmeditation verändert das Gehirn. Ich kann es ohne zu zögern jedem empfehlen. Sie verbessern sich als Mensch und erleben eine Steigerung des Glücks. Ihre neu entdeckte spirituelle Reise, die ihren Ursprung im Buddhismus hatte, ermöglichte es ihr,
die unangenehmen Erfahrungen in ihrem Leben hinter sich zu lassen und sie schließlich zu vergeben. Die Verbindung, die Romina zur Musik hatte, wurde nie ganz gelöst, obwohl sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Im Jahr 2012 veröffentlichte sie ein Album mit dem Titel Da Lontano, das Lieder enthielt, die sie bereits im Jahr 1990 komponiert hatte. Da es das erste Mal seit langem war, dass ihre Musik der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, war die Veröffentlichung ein bedeutsamer Anlass für Romina. Im selben Jahr, 2013, kehrte sie auf die Bühne zurück, indem sie an der Seite von Albano bei einem Auftritt in Moskau auftrat. Romina hatte vor dem Ereignis, das sich unter unerwarteten Umständen ereignete, längere Zeit nicht die Bühne mit Albano geteilt. Vor einigen Jahren bin ich der Religion beigetreten, die mitten im Sündenbecken Miamis angesiedelt war. Anschließend habe ich es mit ihr geteilt und über ihre spirituelle Reise nachgedacht. Die buddhistische Religion. Seitdem praktiziere ich Meditation. Und bis zum heutigen Tag hat sie mir nicht nur beim Vergeben geholfen, sondern auch mein Leben gerettet. Ihre Versöhnung mit Albano war nicht nur aus beruflicher Sicht bedeutsam, sondern zeigte auch die emotionale Heilung, die die beiden während der Zeit der Trennung in ihrem Leben erfahren hatten. Die Meditationspraxis verschaffte Romina ein Gefühl der Ruhe, während Albano Trost in seinen religiösen Überzeugungen fand. Trotz der vielen Jahre, die seit ihrem letzten Treffen vergangen waren, und des persönlichen Verlusts, den sie erlitten hatten, hatten die beiden ein tiefes Verständnis füreinander. Das neue Leben und die Errungenschaften, die Albano erreicht hat. Albanos Reise verlief anders als die von Romina, die sich eine Auszeit von der Musikindustrie nahm. Nach der Auflösung seiner Ehe setzte Albano sein Leben fort und gründete eine neue Familie mit Loredana Leciso, einer italienischen Fernsehpersönlichkeit. Nach der Geburt ihrer beiden gemeinsamen Kinder entdeckte Albano, dass sein neues Familienleben und seine Arbeit in der Weinproduktion neben seiner Musik ihm ein Gefühl der Erfüllung verschafften. Trotz der Umwälzungen in seinem Privatleben blieb Albano weiterhin in der Musikindustrie aktiv, veröffentlichte neue Lieder und trat auf der ganzen Welt auf. Obwohl Albano und Romina ihr Leben weiterlebten, arbeiteten sie weiterhin in ihren getrennten künstlerischen Bereichen. Albano konnte die tiefe Trauer, die er nach dem Tod seiner Tochter Ylenia empfand, unter anderem dadurch bewältigen, dass er sich auf das Musizieren konzentrierte. Er gab zu, dass dies ein wenig hilft und verwies auf seine Verpflichtung zum Beten, auch wenn die Qual weiterhin jeden Tag unverändert anhält. Bis heute führt die mittlerweile über 90-jährige Romina Power ein Leben voller Erfindungsreichtum und Ausdauer, obwohl sie große Hürden gemeistert hat. Trotz der Tatsache, dass sie in ihrem Privatleben schwierige Zeiten durchlebten, machte uns ihre emotionale Wiedervereinigung mit Albano im Jahr 2013 auf die dauerhafte Verbindung aufmerksam, die sie als Künstler teilten. Romina entdeckte Wege, sich durch Aktivitäten wie Malen, Schreiben und Meditation zu erholen und weiterzuentwickeln. Aktuelles Leben. Bis 2025 hatte das Duo seine Präsenz in der Musikwelt wiederhergestellt. Spanien winkte mit offenen Armen und Albano und Romina folgten dem Ruf. Madrid, Barcelona und A Coruña wurden zu Schauplätzen ihrer herzlichen Auftritte, wobei jede Note die Widerstandsfähigkeit ihrer Partnerschaft widerspiegelte. Ihr Sohn Yari Carisi begleitete sie auf der Bühne und fügte dem Ensemble eine weitere Ebene familiärer Harmonie hinzu. In aufrichtigen Momenten, während Pressekonferenzen, erinnern sie sich an ihre Reise, erkennen den Schmerz ihrer Vergangenheit an, betonen aber die heilende Kraft der Musik. Auf der Bühne haben wir nie unsere persönlichen Probleme zur Sprache gebracht, reflektierte Albano und betonte ihr Engagement für ihre Kunst und ihr Publikum. Ihre Auftritte beschränkten sich nicht nur auf Konzerte. Während einer fesselnden Sendung über El Hormiguero wurden die Fernsehzuschauer von ihrem Charme und Witz verzaubert. Gelächter und Nostalgie erfüllten das Studio,
als sie Anekdoten austauschten und bevorstehende Projekte ankündigten. Romina gab bekannt, dass ihre Auftritte nicht nur beliebte Duette wieder aufgreifen, sondern auch einzelne Stücke präsentieren würden, wobei Yari der Mischung seine einzigartige Note hinzufügte. Auch die Festivalszene spürte ihre neue Energie. Das Starlight Occident Festival in Marbella gab stolz ihre Teilnahme bekannt und stellte sie neben anderen namhaften Künstlern auf den Markt. Die Vorfreude war spürbar, denn alte und neue Fans bereiteten sich darauf vor, Zeuge der Magie zu werden, die nur Albano und Romina heraufbeschwören konnten. Abseits des Rampenlichts hatte ihr Leben bereichernde Wendungen genommen. Romina vertiefte sich in die Künste, malte und schrieb und fand Trost und Ausdruck in der Kreativität. Albano löste ein Versprechen gegenüber seinem Vater und widmete sich dem Weinbau. Er pflegte Weinberge, die sowohl lokal als auch international gefeierte Weine hervorbrachten. Obwohl ihre Wege in vielerlei Hinsicht unterschiedlich waren, blieben sie durch gemeinsame Erfahrungen und gegenseitigen Respekt miteinander verbunden. Als sie zusammenstanden und ihre Stimmen harmonisch miteinander verschmolzen, wurde deutlich, dass es sich bei ihnen um eine Geschichte dauerhafter Verbundenheit handelte. Nicht nur von Romantik oder Tragödie geprägt, sondern von einer tiefgreifenden Partnerschaft, die sich weiterentwickelt, gereift und wieder ihren Rhythmus gefunden hat. In jedem Text und jeder Melodie vermittelten sie eine Botschaft der Hoffnung, der Widerstandsfähigkeit und der Zeitlosigkeit wahrer Zusammenarbeit. Romina Power ist nicht nur eine kreative Person, sondern auch eine Person, die sich ständig persönlich weiterentwickelt. Eine Entdeckungsreise, ein Weg der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Ihr Leben ist eine Entdeckungsreise. Ihr Engagement für Tiere und ihre spirituellen Ansichten sind nur zwei Beispiele für die vielen Erfahrungen, die zur Bildung ihres einzigartigen Charakters beitragen. Ihr Leben ist für jeden Einzelnen von uns ein Aufruf zum Handeln, unsere Interessen zu verfolgen, uns selbst treu zu bleiben und für die Dinge einzustehen, die uns wichtig sind. Rominas Musik und ihr Engagement motivieren und begeistern das Publikum weiterhin, inspirieren und begeistern es weiterhin. Im Laufe ihres Lebens hat sie bewiesen, dass es möglich ist, nicht nur eine Künstlerin, sondern auch eine engagierte und gewissenhafte Bürgerin zu sein. Wann immer Romina ein neues Unterfangen startet, erinnert sie uns ständig daran, wie wichtig es ist, unsere Stimme zum Wohle anderer einzusetzen und unsere Herkunft nie aus den Augen zu verlieren. Romina Powers Vermächtnis. Die Lebensgeschichte von Romina Power hat viele nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch wegen ihrer Widerstandsfähigkeit angesichts von Verlust und Veränderung fasziniert. Sie ist zu einem Symbol der Stärke für diejenigen geworden, die ähnliche Herausforderungen erlebt haben, und zeigt, dass es möglich ist, auch nach einer Tragödie Frieden zu finden. Ihre Offenheit gegenüber ihren Problemen hat sie bei ihren Fans beliebt gemacht, da sie offen über Themen spricht, mit denen sich viele Menschen identifizieren können, wie Liebe, Verlust, Familie und die Suche nach Selbstverwirklichung. Heute lebt Romina ein ruhigeres Leben als in ihren besten Jahren und verbringt ihre Zeit zwischen Italien und den Vereinigten Staaten. Sie malt, schreibt und praktiziert weiterhin spirituelle Praktiken und teilt ihrer engagierten Fangemeinde oft Einblicke in ihr Leben. Gelegentlich tritt sie in den Medien auf. Nicht nur, um über ihre Karriere zu sprechen, sondern um sich für persönliches und spirituelles Wachstum einzusetzen. Durch ihre Kunst und ihre öffentlichen Auftritte hat sie gezeigt, dass ein Leben nach einem Verlust sinnvoll und voller Sinn sein kann. Romina hat ihre große Dankbarkeit für die Unterstützung Italiens zum Ausdruck gebracht und gewürdigt, dass das Land es ihr ermöglicht hat, einen einzigartigen Karriereweg einzuschlagen, der sowohl Musik als auch persönlichen Ausdruck in Einklang bringt. Ihr familiärer Hintergrund verleiht ihrer Persönlichkeit eine weitere Ebene. Als Tochter von Tyrone Power, einem der Stars des goldenen Zeitalters Hollywoods, trägt Romina ein Erbe in sich,
das sich über Kontinente und Generationen erstreckt. Der Einfluss ihres Vaters zeigt sich nicht nur in ihrem natürlichen Charisma, sondern auch in ihrem Verständnis von Ruhm und der damit verbundenen Verantwortung. Tyrone Powers Roof als talentierter und großzügiger Schauspieler hatte großen Einfluss auf Rominas Herangehensweise an ihre eigene Karriere und trieb sie dazu, trotz des Drucks der Unterhaltungsindustrie authentisch zu bleiben. Sie spricht oft mit Ehrfurcht von ihrem Vater und erkennt den Einfluss an, den seine Erinnerung auf ihre Lebensentscheidungen und Werte hatte. Heute setzt sich ihr Vermächtnis fort, denn neue Generationen entdecken ihre Arbeit und erkennen die zeitlose Anziehungskraft ihrer Lieder und ihrer Stimme. Ihre Musik ist zu einem kulturellen Prüfstein geworden und ihr Stil eine Mischung aus sanfter Lyrik und gefühlvoller Darbietung findet bei allen Altersgruppen Anklang. Ihre Arbeit zeichnet sich oft durch Aufrichtigkeit und emotionale Tiefe aus, Eigenschaften, die in der zeitgenössischen Musikszene immer seltener werden. Rominas Hingabe an ihr Handwerk hat dafür gesorgt, dass ihr Einfluss über ihre Ära hinausreicht und ihren Platz als zeitlose Figur in der italienischen Populärkultur festigt. Außerhalb von Musik und Kunst setzt sich Romina für verschiedene Anliegen ein und unterstützt oft Initiativen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit und vermissten Personen, zweifellos beeinflusst durch ihre persönliche Erfahrung mit Ilenia. Sie nutzt ihre Plattform, um sich zu diesen Themen zu äußern und dabei zu helfen, das Bewusstsein zu schärfen und den Betroffenen Unterstützung zu bieten. Rominas Fürsprache ist Teil ihres Weges zur Heilung und sie setzt sich weiterhin dafür ein, mit ihrer Stimme eine positive Wirkung zu erzielen und zu zeigen, dass man auch angesichts einer Tragödie einen Sinn und Sinn finden kann. In Interviews hat Romina oft über ihre persönliche Philosophie gesprochen, die sich um Selbstakzeptanz und ein Leben im Einklang mit sich selbst dreht. Sie glaubt an die Kraft der Vergebung, insbesondere daran, sich selbst zu vergeben, was ihrer Meinung nach für den inneren Frieden unerlässlich ist. Ihre Reise war eine Reise der Selbstfindung und sie teilt diese Botschaft mit ihren Fans und ermutigt sie, über den äußeren Erfolg hinauszuschauen und nach innerer Erfüllung zu suchen. Diese Einstellung zum Leben hat Romina eine treue Fangemeinde beschert, die sie nicht nur für ihre Talente, sondern auch für ihre Weisheit und ihr Mitgefühl bewundert. Romina Power mag jetzt ruhig leben, aber ihr Vermächtnis singt immer noch. Ihr Schmerz ist real, aber auch ihre Stärke. Und vielleicht ist das Mächtigste von allem, selbst in der Traurigkeit mit Anmut zu überleben. Welche Erinnerung haben Sie an Romina Power? Ein Lied, einen Film oder einen Moment, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist? Teilen Sie es in den Kommentaren und helfen Sie uns, die Frau hinter der Stimme zu feiern. Wenn Sie dieses Video berührt hat, geben Sie ihm ein Gefällt mir, tippen Sie auf Abonnieren und klingeln Sie. Denn jede Geschichte verdient es, in Erinnerung zu bleiben, besonders die ruhigen,